Wir hatten die pure Freiheit auf dem Fahrrad erlebt. 20 Monate lang radelten wir immer Richtung Osten mit unserem großen Ziel Neuseeland vor Augen. Wir fühlten uns stark, rochen den Geruch von Abenteuer und waren frei von allen Verpflichtungen. Wirklich nichts und niemand konnte uns aufhalten. Im März 2020 wurde uns dieses Gefühl von einem Tag auf den anderen weggenommen. Der Beginn der Pandemie war stärker als unser Wille und als hätten wir eine Zeitreise durchlebt, waren wir innerhalb weniger Tage wieder dort, wo wir 20 Monate zuvor losgefahren sind, in Österreich. Aber aufgeben war nie eine Option. Besondere Umstände brauchen besondere Pläne, war unsere Devise. Wir wollten trotz Pandemie die Freiheit wieder spüren. In diesem Sinne, willkommen auf unserer Reise in die nördlichste und vielleicht auch wildeste Ecke Europas. Eine Reise ans Nordkap und noch viel, viel weiter. Es ist der erste Tag, der erste Abend. Wir sind am Chiemsee und haben beim Bauern jetzt auf seinem Feld unser Zelt aufschlagen dürfen. Es braut sich ein starkes Gewitter an und deswegen wollten wir unbedingt in der Nähe von einem Haus campen, damit, wenn die Blitze kommen, dass wir uns zumindest beim Dach unterstellen können. Das Wegfahren der zweiten Reise war so viel einfacher als wie bei der ersten Reise. Also mir ist ja 2018, wie wir losgefahren sind, richtig schlecht gegangen, emotional. Also habe nichts mehr essen können. Das war einfach viel zu viel, diese ganze Abschied nehmen, und da waren damals ganz viele Freunde dabei. Und diesmal haben wir eben gesagt, na, wir wollen das alles nicht. Wir wollen ganz einsam quasi losfahren, und deswegen waren nur meine Eltern dabei. Das war emotional genug, aber ja, nach ein paar Kilometer auf dem Radl ist uns dann beiden richtig gut gegangen, einfach nur voller Euphorie und Freude, dass es losgegangen ist. Und ja, es ist einfach alles viel angenehmer, weil man halt routinierter ist. Man hat halt gewusst, auf was man sich jetzt einlässt, und ja, es war nicht mehr ganz so aufregend wie beim ersten Mal. Und genau das ist gerade unsere größte Sorge. Wird uns beim Radfahren durch Deutschland langweilig? Ein Land, in dem die aufregendsten Unterschiede zu Österreich das Kissen und der Polster sind, die Tüte und das Sackerl oder die Umwandlung vom Badl Frankfurter zum Wiener Würstchen? Können wir uns für Kühe in Bayern begeistern? Wir sind uns noch nicht ganz so sicher. Aber hey, wer hätte das gedacht? Auf der Strecke Salzburg-München fahren wir ausschließlich auf Radwegen, die wir ganz für uns alleine haben. Der Weg führt uns sogar über kleine Waldwege, wir treffen auf eine große Wildschweinfamilie, und bis wir in der Münchner Innenstadt ankommen, müssen wir kein einziges Mal einem Auto ausweichen. Gar nicht so schlecht für den Anfang. Jetzt sind wir schon wieder weg von München. Da haben wir Freunde besucht, die sind gestern den ganzen Tag mit uns mitgefahren. Am Abend haben wir dann nach langer Schlafplatzsuche den perfekten Campingplatz gefunden. Auf einer Wiesn von einem Bauernhof. Und jetzt sind wir am Weg Richtung Nürnberg. Wir fühlen uns in Deutschland bereits pudelwohl, besonders hier im Hopfengebiet, kurz vor der fränkischen Schweiz. Die hat nämlich die höchste Brauereidichte der Welt. An so einem heißen Sommertag kommt das kühle, frisch gezapfte Bier genau richtig. Ein Glas heller Freude. Jetzt sind wir am 5. Tag unterwegs und es ist echt so cool. In Deutschland gibt es einfach so viel Radlweg. Wir fahren fast alles nur auf Radlweg. Also es ist echt geil, da kann man den Verkehr gut ausweichen. Sehr entspannt. Wir sind da gerade mitten in der Oberpfalz, also irgendwo im Norden von Bayern. Und wir haben über Facebook voll die nette Einladung von Elke und Thomas gekriegt, und da fahren wir jetzt hin. Elke und Thomas haben uns nämlich bereits ein richtiges kühles Bier versprochen. Das klingt so verlockend, dann nehmen wir doch gleich die nächste Abkürzung, oder Reini? Reinis Lieblingsabkürzungen.
Prost! Also Prost zum Wohl. Prost. Dank Elke und Thomas kommen wir nicht nur in den Genuss, ein paar Biersorten der Gegend zu verkosten, sondern vor allem auch in den Genuss der deutschen Gastfreundschaft. Ja, richtig gehört. Die Gastfreundschaft in Deutschland überrascht uns jeden Tag aufs Neue. Und weil hier Wildcampen nicht so einfach ist, sind uns die vielen Einladungen eine große Hilfe. Obendrauf sind die Radwege immer noch so gut ausgebaut, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Entspannter Radreisen als hier ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Wir haben gestern in Speikern bei Elke und Thomas einen Ruhetag gehabt. Voll das nette Paar, also die haben uns eingeladen zu sich nach Hause. 2 Nächte geblieben. Und jetzt sind wir wieder unterwegs Richtung Bayreuth. Fahren gerade durch den Feldensteiner Horst. Nicht durch den Horst! Durch den Feldensteiner Forst. Ist wirklich schön zum Fahren da, überhaupt kein Verkehr. Voll viele Radlstrecken. Und Wölfe. Und Wölfe, ja, hat uns der Thomas schon gewarnt. Also gewarnt. Es sind Wölfe da, ja, genau. Ja, also wie gesagt, es ist wirklich easy Cycling da. Es ist wirklich sehr, sehr entspannt. Irgendwo mitten in Deutschland rütteln wir die etwas verstaubten Erinnerungen unserer Zeit im Oman wieder wach. Und zwar zusammen mit Tobi, den wir vor einer gefühlten Ewigkeit in Dubai kennenlernten. Damals war auch er mit dem Rad auf großer Tour. Jetzt lebt er im selbst umgebauten Van und auf einer versteckten Wiese irgendwo in Deutschland haben wir uns verabredet. Das abendliche Bier ist hier längst zur Tradition geworden und wir stoßen auf gemeinsame Erinnerungen an. Wir kommen dem Gefühl der Freiheit schon wieder ziemlich nahe. Und das in Deutschland. Einfach herrlich. Es gibt eine neue Plattform und die heißt One Night Tent. Da kann eine Privatperson ihren Garten anbieten zum Zelten für Reisende. Wir haben gerade davon erst erfahren, wir probieren das heute mal aus und sind schon voll gespannt. Über die Plattform erfahrt man nämlich eigentlich nichts über die Hosts. Wir wissen, wir können da heute im Garten campen. Er heißt Chris. Er hat, glaube ich, Familie. Aber wir wissen eigentlich sonst gar nichts. Jetzt sind wir schon echt gespannt, was uns da heute erwartet. Wir haben uns ja einen Platz zum Campen über die Plattform One Night Tent rausgesucht, in der Nähe von Kronach. Da haben wir jetzt die letzten 2 Nächte verbracht, beim Chris und bei der Isa. Und das Coole war, wir sind da angekommen, ein wunderschönes Haus aus Sandstein gebaut, 100 Jahre alt, ein riesen Garten, ein riesen Areal. Und dann war eigentlich gleich das Erste, was gesagt haben, so, hey, wir haben oben ein Apartment, da könnt ihr auch schlafen. Voll cool. Und das haben wir natürlich dankend angenommen. Da haben wir jetzt die letzten 2 Nächte verbracht, was wirklich gut war, weil ich gerade voll die Probleme eben mit meinem Zahn habe. Und gestern waren wir noch beim Zahnarzt und ja, ist eine andere Geschichte. Aber es war jetzt richtig cool, dass wir da sein haben dürfen. Sind wir voll dankbar dafür. Und jetzt geht's weiter. 10 Tage sind wir nun unterwegs und zum ersten Mal haben wir das Gefühl, ein bisschen weiter weg von zu Hause zu sein. Von hier oben haben wir einen guten Blick auf Kronach, eine spätmittelalterliche Kleinstadt an der Grenze zu Thüringen. Wir schlendern durch die verträumten Gassen vorbei an den restaurierten Fachwerkhäusern und genießen unseren neu gewonnenen Alltag, der eigentlich kein Alltag ist. Denn jeden Tag gibt es andere Orte zu entdecken, man trifft auf interessante Menschen und wo wir die nächste Nacht verbringen, entscheiden wir jeden Abend aufs Neue.
Deutschland ist es so praktisch, weil man auf jedem Friedhof Wasser kriegt. Und jetzt sind wir da gerade der Straße entlang gefahren und kommen direkt am Friedhof vorbei. Können uns Wasser nehmen. Hier waren Deutschland und Europa bis zum 19. November 1989 um 15:08 Uhr geteilt. Auch das ist ein Teil von Deutschland. Heute wechseln wir nicht nur einfach das Bundesland von Bayern nach Thüringen, sondern mit diesem Grenzübertritt erreichen wir auch die ehemalige DDR. Über 40 Jahre war Deutschland zwischen Ost und West geteilt. Teile der Grenzmauer sind hier noch zu sehen. Nicht nur die Unterschiede in der Infrastruktur sind noch erkennbar, auch die Menschen erzählen uns sehr viel von dieser Zeit, wie ihre Familien zerrissen wurden, welche Dramen sich im Grenzgebiet abspielten und wie sich die Lage seit der Öffnung entwickelt hat. Heute, 30 Jahre später, können wir die ehemaligen Grenzen überschreiten, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Wir sind ja heute in der Früh in Kronach gestartet und sind jetzt 85 Kilometer circa Richtung Norden gefahren und sind jetzt im Ort Bresseneck. Und heute haben wir uns wieder einen Platz über One-Night-Tent rausgesucht und der ist schon wieder mega cool. Also im Hintergrund, glaube ich, sieht man es und zwar bei der Villa Korn. Das ist eine richtig alte Villa, ich glaube 110 Jahre alt, und die wird von 4 Leuten renoviert. Und ja, also richtig cooles Projekt, was die da haben. Und zusätzlich lassen uns halt immer wieder Leute in einem riesigen Garten, den sie haben, campen. Also richtig coole Sache. Und genau solche Erlebnisse sind es, die uns alle Zweifel nehmen. Es war die beste Entscheidung, nach der pandemiebedingten Pause die Taschen noch einmal zu packen und neue Träume zu verwirklichen. Menschen kennenzulernen, die uns mit ihren Visionen, Träumen und Lebensentwürfen inspirieren. Zeit und die Muße zu haben, die Natur zu beobachten und sich voll und ganz vom Moment leiten zu lassen. Oder wenn wir Lust haben, auch mal etwas Sightseeing zu machen. Wir fahren gerade aus Jena raus, haben über Warm Showers die letzte Nacht bei einer super netten Familie verbracht und überhaupt haben wir die letzten Nächte immer bei irgendwem schlafen können. Nicht nur über Warm Showers, sondern auch über One-Night-Tent, und haben dann im Garten campen dürfen und haben so coole Begegnungen gehabt. Also diese Villa, das war ja der Wahnsinn, was sie da aufführen mit der Villa Korn, wie die das renovieren. Es macht richtig Spaß da zum Radreisen, weil man so in Kontakt kommt mit den Menschen. Sind alle so gastfreundlich. Wir werden so oft angequatscht. Wir werden sogar im Garten eingeladen zu campen, spontan. Also macht wirklich, wirklich Spaß. Gefällt uns voll gut. Und ja, die Zeit in Deutschland ist bis jetzt ein voller Erfolg. Bis auf das viele rüttelnde Kopfsteinpflaster führen wir hier ein mehr als sorgloses Radreiseleben. Zum ersten Mal kommen wir beim Radreisen in den Genuss, die Sprache des Landes zu sprechen. Von den vielen spannenden Gesprächen, die wir in Deutschland mit so vielen Menschen führen, konnten wir in anderen Ländern nur träumen. Radreisen in Deutschland ist also alles andere als langweilig. Für uns geht die Reise weiter Richtung Norden, weiter in die ehemalige DDR. Wir fahren durch die dunkelste Ecke Deutschlands und wir müssen unsere Pläne überdenken, weil wir die Grenze nach Skandinavien nicht wie erhofft passieren können. Aber diese Geschichte erzählen wir euch im nächsten Video.
Wenn du Tipps zur Ausrüstung und zur Routenplanung für Radreise ins Nordkap suchst, dann schau doch mal gerne auf unserer Homepage vorbei. Den Link dazu findest du unten in der Infobox.